Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minigame Tuesday. Heute spielen wir noch einmal GeoGuessr. Okay. Da haben wir sehr viel Holz. Vom Aussehen der Nummernschilder würde ich sagen, ist das schon mal irgendwo in Europa. Und mir fällt gerade so auf, warum trage ich eigentlich Kopfhörer? Da gibt es keinen Ton. Macht ja gar keinen Sinn. Nein, es ist zu unscharf, ich kann es nicht lesen. Da war irgendwas auf dem Mülleimer drauf. Papier? Nee, ich glaube aber nicht, dass wir in Deutschland sind. Ostolza. Okay, nein, wir sind definitiv nicht in Deutschland. Olza. Ach, das war der Ortsname, okay. Und wir haben interessanterweise gelbe Schilder, keine weißen. Das war ja letztes Mal schon Thema. Okay, also wir kennen schon mal den Ortsnamen. Das ist schon mal gut. Nur ein ziemlich kleines Dorf, also das zu finden wäre wahrscheinlich jetzt nicht so leicht, selbst wenn ich das Land wüsste. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. So, das und das sollten mir wahrscheinlich eigentlich Hinweise geben, aber... Aha. Das scheint hier eine größere Stadt zu sein. Polen. Wir sind in Polen. Okay, das ist doch schon mal was. Hier sind auch überall irgendwelche Ortsnamen ausgeschildert. Das Problem dabei ist, dass es nicht irgendwie so Städte sind hier, die unbedingt hier so Warschau, keine Ahnung, wäre vielleicht hilfreich. Ich vermute mal, das ist der Name der Stadt. Das Problem ist, dass die Stadt wahrscheinlich nicht groß genug ist, dass ich die einfach so finde, wenn ich hier einfach so rumgucke. Was doof ist. Lol. Das könnte jetzt einfach nur sein, dass die Firma da ist, aber ich würde das jetzt mal so interpretieren, dass wir vielleicht irgendwo hier in der Nähe sind. Oh, das ist aber eine große Kreuzung hier. Das ist eine extrem große Kreuzung. Da sind Straßennummern, das sind gelbe. Okay, die gelben sind aber ziemlich klein. Jetzt ist die Frage, folgen die einem System? Ja, die scheinen tatsächlich einem System zu folgen. Was hier? Warte, 76, 75, 78. Komm, hier muss doch irgendwo die 70 sein. 68, 70. Da ist die 670. 670 und da ist die 673. Das heißt, die 673 ist in die Richtung. Da ist diese Stadt. Okay, ich bin einmal komplett durch diese Stadt durchgefahren. Olszza, da ist Olszza. Da bin ich gestartet. Okay, jetzt nochmal zurück zum Anfang. Ich bin in die Richtung gefahren, Richtung Osten. Ich würde jetzt mal da einfach ungefähr schätzen. Okay. 5000 Punkte, damit bin ich zufrieden. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Wir sind mitten in der Stadt. Türkei vielleicht? Ich glaube, wir können von Türkei ausgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo. Alanya. Und da ist Mamutla. Alter, das ging jetzt aber schnell hier. Okay. Ja, würde ich sagen, erstmal ein Köftespieß, ne? Kolbstraße. D400, das ist aber die Straße hier unten. Annamur. Wenn das auf 81 Kilometer ausgeschildert ist, dann ist es eine recht große Stadt, denke ich mal. Das war das doch, oder? Hier, Gazipasa da. Das war doch das, was hier auf diesem Schild stand. Moment. Genau. Ja, das ist hier. Sehr gut. Und ich fahre Richtung Süden, also bin ich irgendwo hier im Norden gestartet.
Kann es sein, dass ich hier einfach irgendwo mittendrin gestartet bin? Weil ich bin ja hier Richtung Süden gefahren. Und ich war ja eigentlich durchgehend hier auf dieser Straße. Ich bin von hier da drauf gefahren und bin dann die ganze Zeit durchgehend geradeaus gefahren. Kann es sein, dass das die Kreuzung hier ist? Ist das ein Kreisverkehr? Nee, das ist aber doch kein Kreisverkehr, oder? Doch, das ist ein Kreisverkehr. Das ist die Kreuzung hier. Da ist der Bürger. Ja, das ist die Kreuzung, alles klar. Gut, jetzt muss ich nur noch den Punkt finden. Das ist kurz danach. Das müsste da ungefähr sein. 1 Meter. Boah, perfekt, da hätte man es ja fast nicht machen können. Okay, ich würde mal sagen, wir sind in Brasilien. Ist jetzt mal nur so eine zufällige Idee, so die ich so hatte. Zufällig gerade. PR. Steht PR für den Bereich hier, für das Land? Keine Ahnung, wie das in Brasilien heißt, aber das wäre halt echt PR. Hier vielleicht? Para? 431. Na, das ist doch schon mal was. Ich habe hier eine Straßennummer. Hm. Die heißen hier aber alle PA. Okay. PR. Wir sind auf dem richtigen Weg. Londrina. Richtung Westen. Das heißt, von der Logik her müsste es irgendwo PR 431, da ist sie. Und da ist Jacarecino. Oh mein Gott. Gibt es hier irgendwo Straßennamen? Ragio Gomez oder so. Lol, ist das die? Das ist die. Ich habe die Straße gefunden. Ich habe die Straße gefunden. Sehr gut. Jetzt muss ich nur finden, wo auf dieser Straße ich bin. Aber das hier ist eine zweispurige Straße. Gibt es hier noch eine andere zweispurige Straße außer der? Warte, ich kann das testen. Wenn ich jetzt zurückfahre, müsste ich 4-mal an einer doppelten Kreuzung vorbeikommen und dann 2-mal an einzelnen. 1, 2, 3, 4. Ja, das sieht gut aus. 1. War das die 2? Ja, das war die 2. Und jetzt sollte wieder eine... Perfekt, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin da. Ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden Straßen. Perfekt. Ja gut, das sieht schon mal nicht mehr so geil aus. Könnte ein amerikanisches Kennzeichen sein. Autos sehen auch sehr amerikanisch aus. Hä? 400 Meter? Next one 69 Kilometer? Nice. Okay, jetzt hatte ich es eher unwahrscheinlich, dass ich vielleicht dann eher Kanada. Weil Meter und Kilometer in den USA halte ich für unrealistisch. Okay, also spätestens mit dem Ahornblatt da, ja, das ist auf jeden Fall Kanada. Jade City, 2 Kilometer. Okay, ich habe einen Stadtnamen. Würde ich sagen, versuche ich da vielleicht mal hinzukommen. Vielleicht gibt mir das irgendeinen Hinweis. Okay, also City ist großzügig, glaube ich. Da würde ich nicht mal ein Dorf nennen. Ich habe jetzt vielleicht auf ein bisschen was Größeres gehofft.
Alaska Highway? Also Richtung Alaska? Aber es wäre auch irgendwie cool. Das ist ja Richtung Osten. Fällt mir jetzt erst auf. Alaska Highway Richtung Osten? Das ist ja die komplett entgegengesetzte Richtung. Nee, ich versuche jetzt einfach irgendwo da. Okay, da war's. Okay, letzte Runde. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Okay, wir sind in Europa. Straßenschild. Ah ja. Okay, ich würde sagen, Almwägen, wahrscheinlich irgendwo Skandinavien. Okay, das ist aber interessant. Dieses A mit dem Kringel drüber. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das gibt es aber nur im Schwedischen. Ich glaube, das gibt es nicht in den anderen Sprachen, in anderen skandinavischen Sprachen. Hier kommen wir zum Kreisverkehr. Das hier scheint wie so eine Art Stadtzentrum oder so zu sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. 259. Das ist hilfreich. Oh mein Gott. Da geht's geradeaus, geht's zur E20 und zur E4. E4 ist da. E20 ist da. Und das ist Richtung Westen, also irgendwo hier wahrscheinlich. Stockholm. Okay, jetzt sind wir aber hier scheinbar... Moment, jetzt sind wir an E20 und E4 angekommen. Fahren wir jetzt auf? Auf was auf? Und was fahren wir jetzt hier auf? Auf die E4 oder auf die E20? Okay, wir sind auf der E4 und der E20. Das heißt, wir sind auf diesem Teil hier, wo die zusammen sind. Steht hier irgendwie eine Ausfahrtnummer oder so? Das wäre echt super. Ausfahrt 147. Stehen hier Ausfahrtnummern dran? Stehen hier Ausfahrtnummern? 147. Da ist der Kreisverkehr. Sehr gut. Und wir sind von da gekommen. Fitjar. Da ist Fitjar. Da ist Flemingsberg. Und da ist die 159. Tullinge, genau. Tullinge war hier irgendwo. Flemingsberg. Tullinge. Da ist Tullinge. Das ist diese Straße hier. Diese Straße hier ist das. Nee. Nee, Moment. Das ist die nicht. Das ist Süle. Ich brauche aber diese Norra-Dings da. Bin ich vielleicht auf der Straße hier? Ich bin wirklich auf dieser Straße hier. Okay. Und da ist dieser Kreisverkehr. Und da ist dieser Kreisverkehr. Und direkt danach ist diese Straße, wo ich hier drauf gekommen bin. Und da ist die Straße hier. Und da ist Almwägen. Da. Perfekt, perfekt. Da hätte man es gar nicht treffen können. 0 Meter. 4 von 5 Runden perfekt. 4 mal 5000 Punkte einmal. Leider nicht ganz so viel. Ja, das ist, würde ich sagen, ziemlich gut gelaufen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Minigame Tuesday wieder. Ich denke mal, irgendwann werden wir nochmal GeoGuessr spielen. Aber nächstes Mal erstmal wieder was anderes. Bis dann.